Die vehementesten Gegner gegen Elektromobilität sind ja Menschen, die in der Regel noch nicht einmal in der Nähe von einem Elektroauto waren. Ein Autorennen, aber nur mit E-Autos und Expertinnen. Die Rechtsentwicklung sieht so aus, dass man zu wenig schaut auf die Praxis, auf wirklich eine marktgerechte Entwicklung der Elektromobilität. Was für ein Abenteuer. Die 4 Minuten musst du Schild hochhalten. Und trotz Zeitstrafe und gemütlichem Fahrstil haben wir am Ende sogar noch was gewonnen. Oh, Samstagmorgen, 8 Uhr früh. Ich bin auf dem Weg zum Hockenheimring, ja, der Rennstrecke, wo sonst eigentlich nur die Profis fahren. Ja, was ich da mache? Ein Rennen fahren, was sonst? Wisst ihr, was ein Petrolhead ist? Na, dann schaut mich mal an. Autofahren, das ist für mich Genuss. Motorsport ist wie ein Stück Schokolade. Warum denkt ihr, habe ich eine Unterschrift von Walter Röhrl auf meinem Lenkrad im Porsche? Das ist Leidenschaft für 4 Räder. Sozialisiert, ja, halt auf Verbrenner. Und jetzt bin ich unterwegs zu einem Autorennen für E-Autos. E4 Festival, bin ich richtig? Ja. Fahrerlager müssen wir. Der hat Super Plus drin, ja. Der geht richtig, ja. Die ganzen E-Auto-Fahrer werden nachher neidisch. Warte mal ab. Ja. Es gibt einen Leitspruch, der heißt, sei kein Penner, fahr Verbrenner. Guck mal, Tesla Truck. Wow. Nie live gesehen, das Ding. Hier ist alles elektrisch. Boah, was ein Monster. Zum Anfassen und zum Ausprobieren. Den letzten Drücker möchte ich dann aber auch nicht landen. Ja. Aber erstmal treffe ich unser Team. Lukas ist unser Teamhead. Wir sind noch ein bisschen... Christian, bekannt aus Funk und Fernsehen, hat das Team zusammengestellt und mich eingeladen. Wir sind eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Wieso hast du mich ins Team mit aufgenommen? Ja. Das ist die erste Frage, auf die ich heute keine Antwort habe. Aber na, warum? Ich habe mir gedacht, was gibt's Besseres als jemanden, der aus einer strategischen Ecke kommt, gleichzeitig unglaublich emotional begeisterungsfähig ist und dann zusätzlich auch noch auf Autos steht. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Zeug drauf soll. Aber bis jetzt bin ich mehr Team Verbrenner. Ich bin ja ein offener Typ. Erstmal Teambonding durch Stickern. Wieso gibt es jetzt so Veranstaltungen wie das E4 Festival, Christian? Weißt du, das eigentliche Thema bei der Elektromobilität und der Transformation ist ja, dass es wahnsinnig viele Menschen gibt, die das nur vom Hörensagen kennen. Also die vehementesten Gegner gegen Elektromobilität sind ja Menschen, die in der Regel noch nicht einmal in der Nähe von einem Elektroauto waren. Wir müssen einfach versuchen, die Menschen an das Thema so ranzuführen, dass sie aus eigener Überzeugung und Erfahrung sagen können, das ist geil. Das ist einer. Und das heißt 18 Stunden mit diesem rein elektrischen Auto. Erstmal ist ja alles so wie bei anderen Rennen auch. Und unsere Startnummer ist die 29. Also nur Verbrenner, jetzt mit E-Auto wird mal eine ganz neue Herausforderung. Ich habe keine Ahnung, was wir da anders machen. Naja, der Unterschied ist, dass wir jetzt vor allem darauf achten müssen, dass wir unglaublich wenig Energie verbrauchen. Und das steht ja ein bisschen im Widerspruch zum Rennen, ne? Wo du einfach versuchst, mit maximaler Geschwindigkeit das meiste zu erreichen. Und wir müssen halt einfach schlau sein und versuchen, möglichst ressourcenschonend zu fahren, was ja am Ende des Tages auch das Wesen dieser Veranstaltung widerspiegelt. Weil hier geht es ja um Nachhaltigkeit und um die Idee, wie gehst du halt mit dem, was da ist, möglichst schonend um. Fahrerbriefing. Ja, Anwesenheitspflicht für alle. Das ist meine Teamkollegin Katharina, seit vielen Jahren E-Mobility-Fan. Und Rennleiter Alex, der schwört die Familie ein. So, und jetzt gebe ich Ihnen so einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Wenn Sie jetzt sagen, jetzt fahre ich in den Test- und Einstellungsfahrten nochmal gut die Reifen warm, gebe ordentlich Strom, fahre mal 20% aus dem Akku raus
und stelle mich dann direkt in die Vorstartaufstellung. Dann fehlen Ihnen 20% Akku. Gebe Ihnen den Okay, verstanden. Test- und Einstellungsfahrten. Und bei mir im Team fährt mit die Katharina. Du bist eine der führenden Juristinnen in Deutschland für E-Mobilität. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Wieso brauchen wir so viele Juristen in dem Thema? Und ich habe auch gehört, du hast einen Verein gegründet. So viele Juristen sind wir gar nicht in dem Bereich. Es gibt ganz, ganz viele Rechtsfragen. Ja? Also rund ums Eichrecht zum Beispiel. Ja? So eine Ladesäule, da hinten sehen wir eine, gibt hier noch verschiedene auf dem Gelände, muss eichrechtskonform abrechnen können. Ja? Damit wir am Ende genauso, du kennst das auch mit dem Bierstrich, ja? beim Glas, ja? Oder bei einer Waage, wenn du Käse, Wurst etc. kaufst, ist alles geeicht. Und genauso muss auch der Strom, der da rauskommt, eichrechtskonform gemessen werden. Ja. Inspire. Inspire heißt umgesetzt Institut für praxisorientiertes Recht der Elektromobilität. Ja, die Rechtsentwicklung sieht so aus, dass man zu wenig schaut auf die Praxis, auf wirklich eine marktgerechte Entwicklung der Elektromobilität, dass wir nicht nur aus der Brille eines Rechtsgebiets schauen, sondern wirklich den umfassenden Blick haben. Ein Beispiel nur, Instandsetzung. Ja, wenn du eine Instandsetzung machst, musst du heute bei den DC-Chargern, so einen haben wir da stehen, ja, diesen Schnellcharger, da können sich die Schrauben unterjährig lösen. Die musst du dann wieder festziehen. Dazu brichst du das Eichsiegel. Und wenn du das unterjährig machst, jedes Jahr neu an diesen großen, schnellen Chargern, hast du jedes Mal eine Eichung und nicht erst nach 8 Jahren. Das heißt, immense Kosten. Wenn das jetzt so komplex ist, wieso kannst du den Unternehmen empfehlen, mach es trotzdem? Es hat was mit Imagegründen zu tun, hat auch was damit zu tun, ja, will ich mich nachhaltig heute verhalten. Ich merke schon, dass viele junge Leute auch einfach drauf anspringen, ja, und sagen, ja, ich will auch einen nachhaltigen Job irgendwo haben und der hat am Ende auch was mit dem Fahrzeug zu tun. Und es macht auch Spaß. Das werden wir nachher sehen, wie wir uns in der Competition schlagen. Ja, vor allem, weil wir über Nacht fahren. Ja. Ja. Und jetzt geht's ab zur Rennstrecke. Einführungsrunde. Unser BMW i7, der wiegt stolze 2,7 Tonnen und hat 544 PS. Showlaufen durch die Boxengasse. Alle Fahrzeuge, die haben Straßenzulassung, so wie ab Werk, die sind nicht getunt und auch nicht gepimpt. Erste Proberunde mit Stefan Schmudermeier, meinem Teamkollegen und E-Autojournalist. Der kennt die Strecke und das Auto. Es gibt einen Modus, einen adaptiven. Ja. Im normalen Straßenverkehr weiß der, wenn er zum Beispiel eine starke Kurve kommt und dann rekuperiert er und wird langsamer. Das wäre natürlich schön, wenn wir das da jetzt hätten. Was heißt das jetzt? Du bist nicht auf der Bremse, sondern er rekuperiert? Genau, rekuperiert heißt, dass das Fahrzeug geladen wird im umgekehrten Modus. Das heißt, der Elektromotor dient als Generator und lädt die Batterie. Das heißt, das ist eine effiziente Variante und effiziente Möglichkeit. Wenn man jetzt nur relativ stark bremsen würde, dann wäre die Energie quasi in der Bremse verloren und würde in Hitze aufgehen. Aber so wie es jetzt ist, das heißt, der Generator lädt die Batterie und wir bekommen wieder mehr Energie in den Akku, den man beim Beschleunigen dann wieder verbrauchen kann. Wer bremst, verliert. Ja, bei Elektroautos hat das aber eine ganz andere Bedeutung. Geschwindigkeit und Effizienz. Das heißt, du gehst jetzt nur vom Gas runter? Ich bin null auf der Bremse. Du hast gar keine Bremse bis jetzt? Nein. Zurück im Fahrerlager. Und wo lade ich später hier? Genau, hier hinter uns in den Pavillons, da können wir auch mal gemeinsam hinlaufen. Jetzt haben wir hier die Ladesäule stehen und mit der laden wir nachher auch unser Auto auf. Genau, richtig. Das sind spezielle Ladegeräte. Wie schnell kann ich mit diesem Ladegerät unser Auto wieder aufladen? In diesem Fall sind die Ladestationen auf 22 kW eingestellt. Das ist im Prinzip dieser Standard, um einfach alle Fahrzeuge gleich zu behandeln. Oftmals wird im öffentlichen Bereich mit 100 oder 150 kW geladen, um einfach schneller ans Ziel zu kommen. Zu Hause und am Arbeitsplatz finden wir meistens diese 22 kW wieder. Das reicht auch vollkommen aus von der Ladeleistung. Und hier hat der Veranstalter einfach gesagt, damit alle gleich laden können, 22 kW. Ich habe mir ja noch kein E-Auto geholt, weil ich ja denke, ach, laden, das ist alles so kompliziert. Was sagst du denn da den Leuten, also heute mir? Ja, spannendes Thema, auch so ein klassisches Klischee, wo uns immer wieder aufs Neue begegnet. Ich sage natürlich immer, auch mal testen, auch mal Erfahrungswerte sammeln. Und für uns ist so wirklich der Schlüssel, du brauchst Ladestationen entweder am Arbeitsplatz oder zu Hause, um deinen täglichen Bedarf abzudecken. Ich möchte ein kurzes Beispiel dir geben. Im Sommer war ich mit meiner Familie in Kiel im Urlaub. Wir haben einmal geladen.
Also das Reichweitenthema, dieses Ladenzeitthema ist einfach ein klassisches Klischee. Klar, wir brauchen noch viel, viel mehr Ladepunkte. Und jetzt die 29, bitte. Rennaufstellung und ich bin der Startfahrer. Jetzt geht's 3,5 Stunden ressourcenschonend auf den Ring. Ich bin aufgeregt, das kannst du glauben. Es ist egal, ob das E-Auto ist oder nicht. Rennstrecke regt auf. Du hast kein Dröhnen im Auto. Ich denke immer, das Auto ist jetzt aus. Ja. Mit der Rekuperation, mit dem wieder reinholen der Energie auf niedrig gestellt. Und haben wir jetzt ausprobiert, haben es getestet. Ob ich das jetzt auch genauso umsetze, ist die andere Frage. Ich sage mal, glücklicherweise sitzt keiner mit drin, der meckern kann. Meine Güte. Boah. Richtig cooles Gefühl. Nach meinem Slot sind wir Letzter. Aber wir haben Energie gespart und das ist ja auch Teil unserer Strategie. Die nächsten Stunden werden zeigen, ob die auch aufgeht.